Hallo, willkommen zurück beim Lamrim. Dies heute ist eine Wiederholung des gesamten Kurses. Das ist gut für mich. Ich möchte auch für mich eine Wiederholung machen, in diesem Format, in dem wir einzelne Folgen machen, nacheinander, zu unterschiedlichen Zeiten, kann der Fluss der gesamten Unterweisung verloren gehen. Deshalb halte ich es für gut, wenn wir nochmal ganz von vorne beginnen und dann in einem Fluss die gesamte bisherige Lamrim-Unterweisung wiederholen. Ich nutze dafür Idioms, die Ideenbilder, die wir verwenden, um die ACI-Lehrer zu unterrichten. Von den ACI-Lehrern wird erwartet, dass sie in der Lage sind, eins der Bilder zu sehen und das dahinterliegende Konzept zu identifizieren. Tim, wie viele Idioms haben wir? 1000 oder so. Wie viele? 500. Sowas in der Art. Es ist also ganz leicht, eine Prüfung zu machen. Jemanden zu prüfen, wir nutzen einfach Bilder. Wir zeigen dir einfach diese Bilder. Ich fordere dich also heraus, in dieser Wiederholung, wenn wir ein Bild zeigen, dann gebe ich dir eine Sekunde und du schaust, ob du dich daran erinnern kannst, worum es in diesem Bild ging. Das ist eine gute Wiederholung dieses gesamten Kurses. Gut, fangen wir an. Erstes Bild, Mr. Seiji. Dieses Bild soll dich daran erinnern, dass wir mitten in den Praktiken für Menschen mit mittlerem Motiv sind. Und was sie wollen, ist, Nirvana zu erreichen. Sie wollen aus dem Rad des Lebens ausbrechen, aus all dem Leiden, nur für sich selbst. Hierfür hat Buddha die 3 Trainings gelehrt, die dir helfen, dein persönliches Nirvana zu erreichen. Das 3. Training ist Lehat verstehen, den Stift verstehen. Das 2. Training ist Meditation. Richtig tief können diese beiden nur an einem ruhigen Platz gemacht werden, zu bestimmten Tageszeiten, wenn du dich auf deiner Meditationsmatte wirklich fokussierst. Richtig tief müssen diese beiden zu bestimmten Tageszeiten gemacht werden. Aber das 3., die Grundlage für die beiden anderen, freundlich sein zu anderen, du kannst es auch Moral nennen, du kannst es ethische Lebensweise nennen, aber am Ende ist es freundlich sein zu anderen. Das ist die Grundlage, die uns immer verfügbar ist, den ganzen Tag. Das ist eines der 3 außergewöhnlichen Trainings des Buddhismus. Und es soll uns helfen, Nirvana zu erreichen. Und es ist für uns den ganzen Tag verfügbar. Also in diesem Bild kannst du Seiji sehen, wie er Geshe Michael hilft, mit seinem Computer klarzukommen. Was eines der freundlichsten Dinge ist, die jungen Menschen für ältere Menschen tun können. Nächstes Bild. Schau, ob du dich erinnern kannst, was das Bild bedeutet. Hast du eine Vermutung? Diese Frau macht gerade ihre Steuern. Wozu macht sie diese Tätigkeit im Lamrim-System? Es macht sie zu einer Dharma-Meisterin. Wenn ich Dharma-Meisterin oder Tantrik-Meisterin sage, sehe ich schon das Bild in deinem Kopf. Ein hoher Lama auf einem großen Thron mit einem großen gelben Hut. Vielleicht hält er oder sie eine Glocke und eine kleine Trommel und rezitiert Mantren. Und du denkst, oh, das ist ein Dharma-Meister, das ist eine echte Dharma-Meisterin. Oder du stellst dir das alte Bild von Nagarjuna vor, so mystisch. Aber im Lamrim haben wir gelernt, dass diese Frau, die Kinder hat, verheiratet ist, eine Dharma-Meisterin ist. Sie ist eine echte Dharma-Meisterin. Pabonka Rinpoche sagt, glaub nicht, dass ein Dharma-Meister auf einem Thron sitzt oder Tantra-Rituale rezitieren muss. Diese Frau macht was? Sie zahlt ihre Steuern. Ehrlich bleiben bei der Steuer ist wirklich schwierig.
in meinem Land. Es kann dich Wochen kosten, deine Steuer zu machen, um sie wirklich sorgsam zu machen, um sie komplett ehrlich zu machen, um jeden einzelnen Groschen zu zahlen, den du zahlen sollst. Das macht sie. Sie hat das erste der außergewöhnlichen Trainings eines guten Menschen, freundlich sein zu anderen. Das macht sie zu einer echten Dharma-Meisterin. Vergiss also diese Bilder von Lamas mit großen Hüten, die Glocken läuten. Das ist einfach, jeder kann das. Freundlich zu anderen sein ist schwierig. Und deine Moral, deine Ethik einhalten, das ist auch schwierig. Das nächste Bild. Ich gebe dir einen Moment. Erinnerst du dich, worum es hier geht? Das Zitat im Lamrim ist: Ein Mensch, der wirklich seine Gelübde einhält, wirklich seine buddhistischen Leitlinien hält, speziell die 10 Leitlinien, der strahlt, er strahlt tatsächlich. Ein Mensch, der die gesunde, bescheidene, zurückhaltende Anstrengung unternimmt, seine Versprechen einzuhalten, die 10 guten Karmas, freundlich zu anderen sein, der hat eine Art von friedvollem Blick im Gesicht. Er strahlt. Wenn so jemand in den Raum kommt, dann weißt du es. Jeder fühlt sich besser, wie bei Tim und Seiji. Das ist das Licht der Welt. Buddha sagt, diese Menschen sind das Licht der Welt. Es gibt einen christlichen Ausdruck: Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Lass die Welt dein glückliches Gesicht sehen. Und das ist ein wahres, leitendes Licht für die gesamte Welt. Das nächste Bild, Idim 4. Das ist eine Bergklippe, wo ich mit meiner Partnerin Veronika an ihrem Geburtstag war, während dieses Lamrim. Das Gespräch ging um den Sonnenuntergang auf Tibetisch Nupa. Das bedeutet auch Westen, denn die Sonne geht im Westen unter. Nupa bedeutet, die Sonne geht unter, und das ist ein sehr trauriges Verb. Das ist ein sehr trauriger Gedanke im Dharma. Die bekannteste Stelle ist am Ende des Abhidharma Kosha, Schatzkammer der höheren Weisheit, Schatzkammer des höheren Wissens von Meister Vasubandhu. Er sagt darin, die Sonne des Dharma, das Licht des Dharma wird in der Welt untergehen. Wir werden das Licht des Dharma in dieser Welt verlieren. Diese Welt wird in Dunkelheit verfallen. Nach einer bestimmten Dauer werden die Lehren des Buddha in dieser Welt verschwinden. Zuerst werden sie im Geist der Menschen verschwinden, aber es gibt sie noch in den Bibliotheken. Diese Bücher werden immer noch in den Büchereien sein, wahrscheinlich in den Bibliotheken, die John Brady noch nicht gefunden hat. Und später werden sie auch aus den Bibliotheken verschwunden sein, und dann werden sie weg sein. Ich habe dieses Bild gewählt, weil Pabonka Rinpoche hat hier etwas Besonderes betont. Er sagt, wenn du deine Versprechen nicht einhalten kannst, wenn du dich nicht freundlich gegenüber anderen benehmen kannst, dann können wir sagen, dass das Dharma diese Welt verlassen hat. Das Licht des Dharma hat in dir diese Welt verlassen. Die Sonne ist in deiner eigenen Brust untergegangen, was eine sehr traurige Sache wäre, wenn wir unsere Versprechen nicht einhalten. Nächstes Bild. Dieses Retreat heißt die Liebe in den Zeiten des Virus. Worum es geht, ist, in schwierigen Zeiten in der Welt, wenn du da deine Versprechen einhältst, wenn du freundlich zu anderen bist, in Zeiten, wenn die Dinge beängstigend und unheimlich sind, das Virus sich ausbreitet, keiner weiß wo, keiner weiß wie, keiner weiß, wie viele Menschen sterben werden. Wenn du in diesen schwierigen Zeiten etwas Freundliches für andere tust, ist das umso kraftvoller. Er erwähnt, falls du dich erinnerst,
ein 5-Stern-Buddha-Paradies, den perfekten Ort. Es ist einfach, dort ein guter Mensch zu sein. Jeder ist dort ein guter Mensch. Das ist keine große Leistung. Das ist keine große Sache. Und der Same ist nicht so kraftvoll. Freundlich sein in einer Gruppe freundlicher Menschen. Freundlich sein, wenn Menschen dich angreifen, wenn sie Angst haben, wenn andere eben nicht freundlich zueinander sind. Wenn du dann diese Person bist, die aufsteht und Dinge in schwierigen Zeiten mit anderen teilt, dann bist du ein extrem reiner Mensch. Das ist großartiges Karma. Das ist unglaubliches Karma. Sehr viel kraftvoller. Ich denke, das Virus ist eine sehr gute Zeit, eine sehr gute Chance für uns alle, wo wir zeigen können, ob wir wirklich Buddhisten sind, ob wir wirklich den Bodhisattva-Weg praktizieren, ob wir anderen helfen können, selbst wenn alles extrem schwierig ist. Nächstes Bild. Das ist schwierig zu merken. Ich habe selbst Probleme damit. Ich gebe dir eine Sekunde, um herauszufinden, wofür dieses Bild steht. Pabongka Rinpoche hat aus einigen Werken zitiert, die so unterschiedlich sie auch sind, alle dasselbe typische Ende haben. Er zitiert ein berühmtes Ende. Das bedeutet, mögen die Lehren des Siegreichen, Lobsang Dragpa, Jetsun Kappa, sich in dieser Welt verbreiten. Ihr denkt, das müssen wir ins Internet stellen. Wir müssen dieses Lamrim in viele Sprachen übersetzen. Wir müssen versuchen, diese guten Worte zu so vielen Menschen wie möglich zu bringen. Das ist das Ende des Gebetes. Und jetzt sollen wir nach dem Ende dieser Lamrim-Klasse oder des Videos das Dharma mit anderen teilen. Wir sollen das Dharma in der Welt verbreiten. In diesem Teil des Lamrim sagt Pabongka Rinpoche, der Ort, an dem du das Dharma verbreiten sollst, ist hier, in deinem eigenen Herzen. Denk nicht, das Dharma verbreiten bedeutet, die Videos in noch mehr Sprachen zu übersetzen oder so. Ja, es ist wichtig, das Dharma so zu verbreiten. Aber er sagt, wenn du es in deinem eigenen Herzen verbreitest, dann wird es sich natürlich auch außerhalb von dir verbreiten. Denn die Welt kommt aus deinem Herzen oder genauer aus deinem Herzchakra. Nächstes Bild, Nummer 7. Versuche, dich daran zu erinnern, worum es in diesem Bild ging. Ich gebe dir ein paar Sekunden. Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Die persönliche Beziehung mit einem anderen Menschen, wie sie diese beiden Menschen haben. Meiner Meinung nach und im Tantra ist es eine der schönsten Sachen, die dir passieren können. Es ist eines der großartigsten Dinge, die du erleben kannst. Jeder kann dir den Grund nennen, warum die ganze Welt nach einem Partner sucht, weil das die Menschen glücklich macht. Es ist eine der größten Freuden, wenn es gut läuft. Es ist eine der größten Freuden, die du erleben kannst. Aber du und ich, wir wissen auch, wenn es nicht gut läuft, dann ist es eins der größten Leiden im Leben. Wieso ist das gerade jetzt für diesen Kurs relevant? Wenn deine Ethik gut ist, ist es das größte Glück in deinem Leben. Und wenn du deine Ethik brichst, wird dich die gleiche Sache unglücklich machen. Wenn du eine gute Frau, einen guten Mann zum Partner hast, dann kann derselbe Mensch, der dich total glücklich macht, dich ebenso auch total unglücklich machen. Also in diesem Fall, Vinaya, wird deine persönliche Praxis der Freundlichkeit, des guten Verhaltens mit deinem Partner verglichen, der in dir entweder das Beste, das du in diesem Leben sein kannst, hervorbringt oder das Schlimmste. Derselbe Mensch. Nächstes Idim, Nummer 8. Das war ein kompliziertes Bild. Erinnerst du dich? Ich nehme einen Schluck von meinem grünen Smoothie. Danke, Vimala.
Yeah. Hier geht es um den Bruch deiner Versprechen. Unkraut ausreißen repräsentiert den Bruch deiner Versprechen. Wieso steht die Zerstörung dieser Pflanze für den Bruch deiner Versprechen? Wenn du ein Gärtner bist, weißt du, dass du das Unkraut beseitigen musst, bevor seine Samen reif sind. Wenn du wartest, bis die Samen kurz davor sind, abzufallen und erst dann die Pflanze entfernst, dann wirst du tausende Samen verbreiten. Und einen Monat, ein Jahr später, wirst du tausendfach mehr Unkraut sprießen sehen. Also musst du dieses Unkraut früh ausreißen. Das bezieht sich auf eine sehr radikale Aussage, die der Buddha gemacht hat. Besser du stirbst, als dass du deine Versprechen brichst. Wieso? Wenn du deine Versprechen brichst, startest du Samen, die sich viele Leben weiter vermehren werden. Wenn du jetzt stirbst, hast du eine Körper-Geist-Verbindung ruiniert. Wenn du jetzt stirbst, ruinierst du einen sehr brauchbaren Tempel, einen Körpertempel und einen Geist. Du verlierst eine solche Verbindung. Aber wenn du deine Versprechen brichst, verlierst du viele Körper-Geist-Verbindungen. Du ruinierst Körper und Geist für viele Leben. Du startest solche Samen, die viele Leben ruinieren werden. Buddha hat gesagt, besser du stirbst, als dass du deine Versprechen brichst. Und er meinte das nicht metaphorisch. Er meinte das im wahrsten Sinne des Wortes, als er es gesagt hat, besser du stirbst, als dass du deine Versprechen brichst. Es gibt diesen Scherz im Lamrim. Wir legen das Gelübde ab, Bodhicitta niemals aufzugeben, nicht einmal, wenn es uns das Leben kostet. Es gibt diese berühmte Aussage, unser ganzes Leben lang rechnen wir damit, ins Gefängnis gesteckt zu werden von irgendwelchen bösen Menschen. Sie bedrohen dich mit dem Messer und sagen, gib deine Bodhisattva-Gelübde auf, sonst stirbst du jetzt. Und wir antworten dann, ich wähle den Tod und sie töten uns. Ich denke, wir alle warten auf so eine Situation, seit wir dieses Gelübde abgelegt haben. Wir warten darauf, dass diese Typen mit Messer auftauchen und uns bedrohen. Aber eigentlich sind wir die Typen mit den Messern. Wir bedrohen unsere Bodhisattva-Gelübde jeden Tag. Wir müssen jeden Tag die Entscheidung fällen, ob wir unsere Versprechen achtsam einhalten oder nicht. Es ist schwierig, diese Typen zu finden, die dich ins Gefängnis stecken können und sagen, ich werde dich töten, wenn du deine Bodhisattva-Gelübde nicht aufgibst. Nächstes Bild. Schau, ob du dich erinnern kannst. Ich gebe dir einen Augenblick. Versuch, dich zu erinnern. Das war ein Hinweis auf, in unserem Mixed Nuts Übersetzerteam haben wir einen alten Vinaya-Text übersetzt, die Mönchs- und Nonnengelübde. Dabei ging es um das Gelübde, die Tradition, die wir nicht brechen sollen. Wenn du Mönch oder Nonne wirst, bekommst du deine Robe, eine kleine buddhistische Statue und ein Sieb. Im alten Indien musstest du dieses Sieb immer bei dir haben. Um Wasser aus einem Fluss zu trinken, solltest du das Wasser zuerst filtern, um sicherzustellen, dass du keine kleinen Insekten tötest. Wir haben eine berühmte Tradition aus der Vinaya erwähnt. Wenn einige Mönche zum Wasser gehen, zum Fluss, um Wasser zu holen, dann sollen sie den freundlichsten Mönch wählen, um das Wasser zu prüfen. Wähle nicht den Typen, dem Insekten egal sind. Nimm den, der Insekten liebt. Lass ihn das Wasser prüfen, denn er wird achtsamer sein. Worum geht es hier?
Wir haben über ökologische Gelübde gesprochen, wo Mönche und Nonnen noch nicht mal die Blätter von einer Pflanze abreißen dürfen, weil die das Zuhause winziger Geschöpfe sind. Es bedeutet, dass du selbst die kleinsten Gelübde respektieren musst. Nimm sie sehr ernst, denn die Resultate werden sich exponentiell vermehren. Zudem ist es wichtig, deine Ethik auch auf sehr subtilem Niveau zu halten, auf sehr feinem Niveau. Und bitte, übertreibe es nicht. Wenn ich die Bodhisattva-Gelübde schreiben würde, würde ich ein extra Bodhisattva-Gelübde darüber schreiben, dass du es nicht übertreiben sollst mit deinem Bodhisattva-Gelübden. Es gibt nichts Nervigeres als eine Person, die dich informiert, dass sie ihre Gelübde hält und genau deshalb heute ein Arschloch sein muss. Halt deine Gelübde auf liebevolle Art, freudig, übertreibe es nicht, belästige andere Menschen nicht mit deinen Gelübden. Gelübde sind nicht dazu da, andere Menschen damit zu belästigen. Halt die kleinen Gelübde, halte sie auf stille Art, ganz persönlich, mach keine Demonstration daraus. Es gibt im Islam einen Ausdruck, lass die rechte Hand nicht wissen, was die linke gerade tut. Es bedeutet, dass du deine Gelübde nicht demonstrativ nach außen tragen sollst. Halte sie still und leise ein und auf einem sehr feinen Niveau. Nächstes Bild. Hier geht es darum, dass Freundlichkeit gegenüber anderen wie das Pflanzen eines Baumes ist. Heute war ich im Peachtree Café, um eine Sache zu überprüfen. Stanley, Allison und ich haben dort einen Pfirsichbaum gepflanzt. Als wir das erste Mal die Peachtree Café Morning Show gemacht haben, ich möchte euch erzählen, dass diese Woche 3 Pfirsiche daran gewachsen sind. Wir haben jetzt Pfirsiche. Das bedeutet, achte auf deine Grundlagenpraxis, achte auf die Wurzel, pflanze freundliches Karma, indem du deine Gelübde einhältst, indem du freundlich zu anderen bist. Daraus wird ein Baum wachsen. Und der Pfirsichbaum, den wir vor 5 Monaten oder so gepflanzt haben, trägt bereits jetzt jede Menge Früchte. Wenn du dich nicht darum gekümmert hättest, als er klein war, dann hättest du jetzt nichts. Wenn du dich um die Grundlage deiner buddhistischen Praxis kümmerst, freundlich sein zu anderen, dann wirst du Abertausende von Früchten ernten. So wird es sein. Es wird wachsen zu einem riesigen Baum, der jedes Jahr Pfirsiche produziert und du wirst jahrelang Pfirsiche haben. Halte und schütze sie. Dieses Kind auf dem Bild hat den Keimling sorgfältig geschützt. Schütze deine Ethik. Nächstes Bild. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es 4 Bedingungen, welche dazu führen können, dass du deine Verpflichtungen brichst. Wenn du die Bodhisattva-Gelübde abgelegt hast oder die Vinaya-Patimoksha-Gelübde oder sogar die Diamond-Weg, die Tantra-Gelübde. Ich glaube, es waren 4. Pabongka Rinpoche hat sie zusammengefasst. Vielleicht waren es auch mehr. Wie auch immer, es gibt spezielle Bedingungen, die dir helfen, deine Gelübde zu brechen. Wenn du deine Gelübde brechen willst, dann gibt es ein paar spezielle Arten, das zu tun. Hier ist die erste. Wenn du deine Gelübde nicht kennst, dann ist es eine gute Voraussetzung dafür, dass du sie brichst. Wenn du sie brechen willst, dann studiere sie einfach nicht. Eins der Dinge, die mich ärgern, und es gibt viele Dinge, die mich rund ums Dharma ärgern, sind Lehrer, die Initiationen geben, große Initiationen, aber sie erklären den Leuten, die die Initiationen nehmen, nicht, dass sie gerade Gelübde genommen haben. Wenn du eine Initiation nimmst, gibt es hunderte von Gelübde, die du gleichzeitig damit nimmst. Und die wirst du brechen, wenn du sie nicht kennst. Es ist die Verantwortung des Lehrers, dir die Gelübde beizubringen, bevor du eine Initiation erhältst. Wenn er oder sie dir keine solche Unterweisung anbietet, dann würde ich mich von ihr oder ihm keine Initiation nehmen. Die beste Art, wie du deine Gelübde brechen kannst, die erste Art ist, sie nicht zu kennen. Lies das Rezept, bevor du anfängst zu kochen. Das sagt mir Veronika jedes Mal, wenn ich koche. Nächstes Bild. Eine Frau, die sagt, das ist doch
Keine große Sache. Dieses Gelübde, keine Blätter abschneiden ohne Gebet. Also bitte, das ist schon extrem. Das ist ein bisschen zu viel. Nicht so wichtig. Es geht doch bloß um ein paar Insekten, die dieses Blatt ab und zu als Dach benutzen könnten. Das ist doch keine so große Sache. Die zweite große Art, deine Gelübde zu brechen, ist genau diese Einstellung. Oh, das Gelübde ist nicht so wichtig. Ich halte lieber die wichtigen ein. Nächstes Bild. Wenn wir eine Klesha-Attacke haben, wenn etwas Negatives unseren Geist beherrscht, dann ist das eine hervorragende Gelegenheit, Gelübde zu brechen, wütend werden auf jemanden oder etwas unbedingt haben wollen, zum Beispiel Geld, oder jeden Abend süchtig auf Netflix sein. Übrigens, es ist nichts falsch dran, Netflix zu schauen. Aber wovon ich rede, ist, jemanden zu verletzen, weil du unbedingt nach Hause willst, um Netflix zu schauen. Das ist hier das Problem. Das Bild hier heißt Bandenkampf. Was ist die Geschichte dazu? Nimm dir immer zuerst den größten Kerl der gegnerischen Bande vor. Finde heraus, wer der Anführer der Gegenseite ist. Diskutiere nicht, verhandle nicht, schreit euch nicht an. Geh zu ihm hin und hau ihm eine rein. Und dann wird auch die ganze Gegenseite geschlagen sein. Erkenne deine größte schlechte Angewohnheit und kümmere dich zuerst um sie. Das ist ein Weg, deine Versprechungen einzuhalten. Das nächste Bild. Übrigens, in meinem Alter, ich sage dir nicht, wie alt ich bin, aber diese ganze junge Liebe-Sache ist so lächerlich aus der Perspektive meines Alters. Ich kann das aus Erfahrung sagen, denn ich habe es auch erlebt. Aber diese Sache von wegen, oh, sie ist die wundervollste Frau der Welt, er ist der attraktivste Mann der Welt. Mein älterer Bruder hat mal etwas Lustiges gesagt. Du magst das Mädchen? Ich sagte ja. Er fragte, willst du dein Leben mit ihr verbringen? Ich sagte ja. Da hat er gesagt, schau dir zuerst ihre Mutter an. Schau dir an, wie ihre Mutter aussieht. Ich sagte, ihre Mutter sieht furchtbar aus. Sie hat Übergewicht, sie sieht müde und furchtbar aus. Und er sagte, was glaubst du, wie hat sie früher ausgesehen? Denk darüber nach. Wenn du so auf das Äußere eines Menschen fixiert bist oder etwas Körperliches, etwas nicht wirklich Wichtiges an einem Menschen, das wird sich ändern. Du wirst erleben, wie diese Person krank wird, alt wird. Du wirst erleben, wie sie Durchfall hat, sich übergibt. Wenn du Pech hast, wirst du vielleicht ihre Eingeweide während deiner Operation sehen. Mach dir nichts vor. Denk nicht, es wäre es wert, andere zu verletzen, um die schönste Frau oder den schönsten Mann überhaupt zu bekommen. Es ist es nicht wert. Es wird nicht bleiben. Es ist wunderbar, eine Beziehung zu haben, aber du sollst sie aus den richtigen Gründen haben. Das nächste Bild. Wenn du ein Problem mit Wut hast oder dich leicht aufregst, dann entwickle diese Fantasie, wie du diesem Menschen etwas schenkst, was er gerne haben möchte. Das nennt sich Maitre, Champa, Liebe. Entwickle diese Fantasie, erinnere dich daran, wie schön es ist, jemandem etwas zu schenken, was er oder sie gerne mag, sich wünscht. Entwickle diese Einstellung. Wenn du einem anderen Menschen nicht freundlich gesinnt bist, dann fantasiere ein bisschen, meditiere darüber, wie du dieser Person etwas gibst, das sie sich wirklich wünscht. Nächstes Bild. Ich gebe dir einen Moment. Ich wette, du kannst dich nicht daran erinnern. Tim schummelt und blättert nach vor. Worum ging es hier? Um Stolz.
Stolz ist ebenfalls ein Hindernis beim Einhalten deiner Versprechen. Eine der typischsten Arten von Stolz im Kloster, wo dieses Werk hauptsächlich gelehrt wurde, ist die Menge deines Wissens über die Schriften, wie viele Fakten du bereits gesammelt hast in deinem Leben. Ich zum Beispiel liebe es, obskure Dharma-Fakten zu sammeln. Und je mehr du erwirbst, umso besonderer fühlst du dich. Pabonka Rinpoche sagt, all das Dharma, das du jemals in deinem Leben gelernt hast, all die Dinge, die du auswendig gelernt hast, all die Dinge, die du debattiert hast, all die Gesche-Abschlüsse, die du gemacht hast, im Vergleich zu dem, was es immer noch zu lernen gibt, weißt du gar nichts. Du bist wie ein Wurm am Meeresgrund, der manchmal nach oben schwimmt und nach den Sternen schaut. Viele dieser Sterne sind von Planeten umgeben. Es gibt Leute auf diesen Planeten. Es gibt Dinge über diese Leute zu wissen. Die Dinge, die wir wissen, dieses Wissen, auf das wir so stolz sind, all das ist nur ein winzig kleiner Bruchteil dessen, was du wissen könntest. Also sei nicht stolz. Nächstes Bild. Eine der großen Motivationen, deine Versprechungen zu brechen, deine Gelübde, deine Ethik, das, was dich davon abhalten wird, Nirvana zu erreichen, was dich davon abhalten wird, die zweite Stufe des Lam-Rim zu erreichen, dein persönliches Nirvana, ist Leerheit nicht zu verstehen. Daher studiere Leerheit, wenn du erkennst, dass die gemeinen Dinge, die dir jemand antut, unmittelbar von dem kommen, was du letzte Woche getan hast, dann wirst du keine großen Fehler machen. Je mehr du Leerheit studierst, je mehr du Ursache und Wirkung, abhängiges Entstehen studierst, was bedeutet, dieser Mensch kommt von meinen Samen, desto einfacher wird es, deine Versprechen einzuhalten. Desto einfacher wird es. Also studiere, studiere, studiere. Ich hatte einen Lehrer, einen alten Lehrer aus der Mongolei. Er war sehr alt und hatte Tuberkulose. Er hat gesagt, er ist richtig gut. Du bist so stolz. Du hast diesen Riesenberg Stolz aus Princeton und später dann von diesem Geshe-Ding. Das ist sehr hilfreich, sehr hilfreich. Du wirst dich mehr anstrengen, einfach nur um schlau auszusehen. Das ist ziemliches Glück, aber später, hör auf damit. Lerne einfach, ein guter Mensch zu sein. Das war sehr lustig. Er hat mir Adams Text auf seinem Sterbebett gegeben. Ich erinnere mich. Nächstes Bild. Dies ist technisch gesehen die vierte Ursache, oder? Nein. Eine der Ursachen, wie du deine Gelübde brichst oder verlierst, ist, es ist sehr schwer in der modernen Welt, deinen Geist bei deinen Gelübden zu halten, wenn du zu viel zu tun hast, wenn alles schnell gehen muss. Es gibt 1000 Dinge im Internet zu sehen und das Leben rast so schnell dahin. Es ist schwer, diese Selbstwahrnehmung aufrecht zu erhalten. Breche ich gerade meine Gelübde durch etwas, das einen anderen verletzt? Du musst ein bisschen langsamer werden, zu deinen Gelübden zurückkommen und eine Art von Wachsamkeit und Feinfühligkeit halten, der Tatsache gegenüber, dass du Versprechen geleistet hast, andere nicht zu verletzen. Je geschäftiger die Situation wird, umso achtsamer musst du sein. Es ist sehr leicht, sich über deinen Partner zu ärgern, wenn du sehr beschäftigt bist. Er oder sie will dir etwas sagen und du musst gerade 10 Sachen gleichzeitig abarbeiten und rufst, ich habe gerade keine Zeit, dir zuzuhören. Mein Chef hat mir 10 Dinge aufgetragen. Das sind genau die Zeiten, wo du langsamer werden musst, wo du dich an deine Gelübde erinnern musst. Vergiss vor allem dein Versprechen nicht, freundlich zu anderen zu sein, auch wenn du sehr gestresst und sehr beschäftigt bist. Es ist besser, geschäftliche Versprechen zu brechen,
als nervös und gestresst und unfreundlich anderen gegenüber zu sein. Es ist besser, eine Rechnung nicht zu bezahlen oder ein Geschäftsmeeting zu verpassen oder nicht ganz so gut auf der Arbeit zu sein, wie du eigentlich könntest, wenn das bedeutet, deinen Geist reinzuhalten. Das nächste Bild. Eine Frau, die ein unnützes Ding im Laden kauft. Versuch dich an die Geschichte zu erinnern. Sie sagt, oh, diese Kiste ist so schön. Sie geht ins Kaufhaus und kauft sie. Wie heißt nochmal dieser Laden, wo du sowas kaufen kannst? Crate and Barrel. Sie geht zu Crate and Barrel in den USA und sagt, oh, mein Mann wird diese Kiste lieben. Sie hat keine Ahnung, wofür sie verwenden wird, aber sie nimmt sie mit nach Hause. Dann kommt sie nach Hause und ihr Ehemann sagt, bist du verrückt? Das ist eine völlig nutzlose Kiste. Wir haben genug Müll in unserem Haus. Bring sie zurück, lass dir dein Geld wiedergeben. Soll sie jetzt zur Tankstelle fahren und versuchen, die Kiste dort zurückgeben? Nein, denn dort hat sie die Kiste nicht gekauft. Das ist zwar offensichtlich, aber wir müssen es trotzdem sagen. Wenn du eine blöde Box kaufst, weil du sie magst und du denkst, dein Ehemann wird sie mögen, was er aber nicht tut, und wenn er von dir verlangt, die Kiste zurückzugeben, dann bring sie nicht zu einem anderen Geschäft zurück. Bring sie dahin zurück, wo du sie gekauft hast. Was bedeutet das? Ihr solltet mich bezahlen. Wenn es Zeit für ein Bekenntnis ist, wenn du ein Gelübde gebrochen hast, dann versuch das bei der Person zu tun, die dir das Gelübde gegeben hat. Bekenne in Anwesenheit der Person, die dir das Gelübde gegeben hat. Ist es okay, es gegenüber mir selbst zu Hause zu bekennen? Nicht bei Gelübden, die du von anderen Menschen genommen hast. Generell gilt, wenn du nicht ein Gelübde von jemand anderem genommen hast, dann ist es womöglich okay, daheim zu bekennen, vor einer Buddha-Statue oder etwas in der Art. In extremen Fällen ist es okay, aber im Allgemeinen gilt, wenn du zu der Person gehen kannst, die dir deine Gelübde gegeben hat und es dieser Person offen bekennst, dann vergiss die Scham. Wir sind den ganzen Tag schamlos. Vergiss die Scham wegen deiner Gelübde und sag dir, was zur Hölle. Geh direkt zu deinem Lehrer und sag, ich habe dieses leidige Gelübde gebrochen. Und der Lehrer sagt, wow, du bist ein wirklich schlechter Mensch. Und du sagst, ja, stimmt. Bring es hinter dich und dann fühlst du dich so rein. Du fühlst dich so gut. Du kannst bei vielen Dingen im Leben schüchtern sein, aber sei nicht schüchtern bei deinen Gelübden. Wenn du ein Gelübde brichst, erzähle es jemandem. Und so wirst du es los. Du wirst das Problem los. Wenn du es für dich behältst und wenn du mehr Zeit damit verbringst, es zu verheimlichen, statt es zu bekennen oder einzubehalten, dann ist das einfach nur dumm. Und es wird dir nicht besser gehen. Und du wirst dich nicht reinfühlen. Sei einfach offen mit deinem Lehrer. Ich habe dieses Problem, ich habe diese schlechte Gewohnheit. Dann wird das Karma zerstört. Der Same wird zerstört. Dein Lehrer wird sagen, das habe ich schon mal gehört, das hast du mir schon mal erzählt. Aber bleib hartnäckig und erzähle ihm oder ihr erneut. Nächstes Bild. Hier geht es um, erinnerst du dich? Es geht wieder um das Ehren der kleinen Details der Gelübde. Dies hier ist übrigens ein Gelübde für Mönche. Sie sollen ihre Zähne putzen mit einem Stöckchen, genannt Soshin. Das ist ein Stöckchen, mit dem du deine Zähne putzen sollst. Und du schneidest es einfach von einem Baum ab und benutzt es. Das ist eine Zahnbürste. Und das Gelübde besagt, Mönche sollen Zahnbürsten haben und ihre Zähne putzen. Es erscheint vielleicht wie eine Kleinigkeit. Warte, ich versuche hier gerade meine tantrischen Gelübde einzuhalten, um in Amitabhas Paradies zu gelangen und alle Lebewesen zu beschützen. Und Buddha sagt, ja, aber in der Zwischenzeit kannst du dir bitte jeden Tag die Zähne putzen. Und du denkst dir, das ist aber nicht gerade ein großes Gelübde. Ja, aber es sind gerade die kleinen Dinge, die das Paradies des Buddhas ausmachen. Es sind die kleinen Dinge, die Bodhisattvas tun, die freundlich zu anderen sind. Natürlich wird jeder in der Welt einen
Atomkrieg beenden, wenn er kann. Ich meine, das ist offensichtlich. Aber bist du als Mensch freundlich genug, dass du den anderen nicht mal deinen schlechten Atem zumuten willst, wenn sie dies verletzen könnte? Wenn du sehr sensibel bist bezüglich der kleinen Dinge, die andere Menschen verletzen könnte, dann können wir sagen, dass du deine Ethik bewahrst. Und dann sind es die kleinen Details, welche die letzten Pinselstriche in deinem Buddha-Paradies vollenden, welches du im nächsten Bild siehst. Diese Person schmückt einen Weihnachtsbaum. Ich weiß nicht, ob du jemals einen Weihnachtsbaum geschmückt hast, aber die von uns, die in der christlichen Tradition aufgewachsen sind, bekamen von ihren Eltern den Auftrag, den Weihnachtsbaum zu schmücken. Und es ist etwas Besonderes, die letzte Kugel anzuhängen. Alle schauen auf den Weihnachtsbaum und fragen, ist er fertig? Und dann heißt es, ja, er ist fertig. Aber dann heißt es, warte, genau hier sollten wir noch eine hinhängen. Diese Weihnachtskugel ist dein Zähneputzen. Es sind die kleinen letzten Details, die du an deiner Buddhaschaft anbringst. Es sind die kleinen Dinge, die die Buddhas erschaffen. Es sind nicht die großartigen Dinge, es sind nicht die großen Dinge. Es ist die Aufmerksamkeit für die kleinen Details, die andere Menschen glücklich macht, die einen Buddha erschafft. Das nächste Bild. Versuch dich an dies zu erinnern. Ich gebe dir einen Tipp. Yamantika. Dies ist eine berühmte Lamrim-Geschichte. Mönche und Nonnen sollen zweimal im Monat zum Sojong gehen und bekennen, welche Fehler wir gemacht haben gegenseitig und offen. Der Lehrer sagt, sie schlugen das Ganti, ein spezielles Stockholz. Es sieht aus wie ein Kantholz und du schlägst es mit einem anderen Holzstöckchen und es macht Tong, Tong, Tong. Und das ist dann eine Glocke, eine alte Glocke, bevor die Glocken aus Metall waren. Das Kantholz wurde geschlagen und wenn du es hörtest, musstest du zum Sojong gehen. Das machen sie noch heute. Ich habe ein Ganti mit meinem Lehrer gebaut. Er wollte eines. Und wir haben es in der richtigen Größe gebaut. Man muss alle möglichen Regeln dabei einhalten. Wenn du das Ganti hörst, es wird so gehalten, du hältst das Ganti hier und schlägst es so. Und dann wird von allen Mönchen und Nonnen erwartet, dass sie zum Bekenntnis kommen. Also sagt dieser Lehrer, sie haben das Ganti geschlagen, gehen wir los. Und der Schüler sagt, nein, ich gehe heute nicht bekennen. Und der Lehrer fragt, was? Denn das ist eine der Hauptverpflichtungen eines Mönchs, zum Sojong zu gehen. Der Lehrer sagt, was redest du da? Und der Schüler sagt, ich muss heute nicht gehen. Und der Lehrer sagt, was meinst du damit, du musst heute nicht gehen? Er sagt, hast du schon vergessen, du hast mir gestern die Yamantika-Initiation gegeben. Ich bin Yamantika, ich bin Buddha, ich brauche nicht mehr zum Sojong gehen. Der Lehrer zieht ihn am Ohr und sagt, ja klar, du bist Yamantika. Yamantika geht mit mir zum Sojong, jetzt sofort. Das bedeutet, erzähl mir nicht, was für ein großer Tantriker du bist und dass du über der Ethik stehst und jetzt eine höhere Vision hast. Das ist ein vollkommen falsches Konzept. Wenn du eine geheime Initiation erhalten hast, dann solltest du jeden Morgen zum Sojong gehen. Du solltest noch öfters als andere hingehen. Denn genau das wird dir die Energie für deine tantrische Praxis geben. Freundlich sein zu anderen und bekennen, wenn du einen Fehler gemacht hast. Nächstes Bild. Das ist ein trauriges Bild. Wir stellen uns Ethik immer als die Wurzel unserer Praxis, die Basis unserer Praxis vor. Pabongka Rinpoche sieht es genau umgekehrt. Das ist das perfekte Bild. Er sagt, stell dir einen Apfelbaum vor, den jemand in der Mitte geteilt hat. In seinem Beispiel war es eine Palme. Jemand hat ihn zerteilt und die Krone abgeschnitten. Du wirst keine Blätter haben, nicht ein einziges Blatt wird wachsen.
Das heißt, du wirst auch keine Blüten haben. Und deshalb wirst du auch keine Früchte aus den Blüten bekommen. Du wirst überhaupt nichts bekommen. Eine Person, die nicht freundlich zu anderen ist, Tag für Tag, Stunde für Stunde, hackt jegliche Möglichkeit ab, diese schönen Früchte ihrer Praxis zu ernten. Nächstes Bild. Hier geht es um etwas, was mein Lehrer mich gefragt hat. Entschuldigung, um etwas, das ich meinen Lehrer gefragt habe. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber ich habe ihn gefragt, die ersten der 5 Pfade, den Pfad der Ansammlung, erreichst du, wenn du eine persönliche Tragödie erlebst. Aber wenn du auf dem Bodhisattva-Weg bist, dann erreichst du ihn, wenn du Bodhicitta erlangst. Und ich habe ihn gefragt, ich verstehe nicht, was tragisch am Bodhicitta sein soll. Und er sagte, nein, nein, das Thema ist immer noch eine Tragödie. Aber es ist die Tragödie jedes lebenden Wesens. Jedes Wesens im ganzen Universum erlebt dieselbe Tragödie. Diese gemeinschaftliche Tragödie ist der eigentliche Beginn der 5 Pfade. Über diese Tragödie nachzudenken, ist der Beginn der 5 Pfade für einen Bodhisattva. Also ist es in Wahrheit dasselbe. Der Welpe hat eine harte Zeit, aber jetzt haben alle Welpen im Korb eine harte Zeit. Wir stecken da alle gemeinsam drin. Und das ist der Beginn von Bodhicitta. Nächstes Bild. Hier schüttelt jemand einem anderen im Büro die Hand. Ich stelle mir vor, dass die Frau sie einander vorgestellt hat. Das ist Joe, der in der Werbeabteilung arbeitet, und das ist Sam, der in der Computerabteilung arbeitet. Sie schütteln einander die Hände. Erinnerst du dich, worum es hier geht? Es ist eine sehr schöne Übung, bei der wir die Augen schließen und an die Person denken sollten, die uns am meisten aufregt, um herauszufinden, ob wir uns selbst aufregen können. Das Problem mit dieser Art von Übung ist, dass du nach 10 Minuten vergisst, dass es eine Übung ist und du dich wirklich aufregst. Lass mich sehen, ob ich es schaffe, mich selbst aufzuregen. Wie willst du das machen? Ich denke an diesen Typen, der es mir diese Woche echt schwer gemacht hat. Ja, mach das. Dann fängt die Person, die die Übung macht, an zu zittern. Du fragst, was passiert gerade? Ich habe mich aufgeregt. Das Experiment hat funktioniert. Wenn der andere dein Lama ist, wird er oder sie sagen, finde heraus, wie es sich anfühlt, wenn du über diese Person nachzudenken beginnst. Wie fühlt es sich an? Was steigt in deinem Herzen hoch? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle diese kleine Störung in meinem Herzen. Es fängt damit an, dass ich eine Art von Unbehagen hier und dort fühle. Wenn ich über eine Person nachdenke, die mich gestört hat, oder ein Problem, das mich gestört hat, dann kann ich absichtlich Spannung in mir erzeugen. Er sagt, lass uns eine Übung machen, versuch, Spannung in deinem Herzen aufzubauen. Dann schau dir diese Spannung an und lerne sie kennen, als ob du jemanden die Hand schütteln würdest. Lerne kennen, wie es sich anfühlt, wenn ein Geistesgift, eine negative Emotion in deinem Herzen aufzusteigen beginnt, und übe das immer wieder. Sobald du dich besser fühlst und du die Person vergessen hast, dann denk nochmal an sie. Schau, ob du dich nochmal aufregen kannst. Schau, ob du nochmal damit beginnen kannst, dich aufzuregen. Mach dich damit vertraut, wie sich das anfühlt. Schüttle die Hände. Hallo, das ist Geshe Michael. Hi, wer bist du? Ich bin dabei, mich über diese Person aufzuregen. Schön, dich zu sehen. Jetzt weiß ich, wie du aussiehst. Jetzt bin ich gewarnt vor dir. Ich kann dich in Zukunft vermeiden. Nächstes Bild. Es heißt Reise in die Sonnenmitte. Das Thema dieses Lamrim war Liebe in den Zeiten des Virus. Das Virus ist eine große Sache. Es hat sich über die ganze Welt ausgebreitet. Ich habe schon ein langes Leben gelebt und ich dachte, dass ich schon alles gesehen habe. Ich bin in meinen 60ern angekommen und dachte, dass jetzt nichts Neues mehr passieren wird. Ich bin auf alles
vorbereitet, was passieren könnte. Ich habe alles gesehen. Nichts kann mich mehr richtig aufregen. Dann kommt dieses Virus und bedroht alle in der Welt. Wow, das ist eine große Sache. Das betrifft den ganzen Planeten. Ich weiß nicht, ob es dir passiert ist, aber mir ist es passiert. Es ist möglicherweise Untugend 9, Missgunst. Glücklich sein, wenn jemand anderer ein Problem hat. Als ich hörte, dass berühmte, nervige Personen krank wurden, da habe ich gedacht. Ich wollte nicht, dass sie sterben oder so. Aber ich habe gedacht, siehst du, ich habe dir gesagt, dass es schlecht ist, schlecht zu sein. Und dann habe ich mich dabei ertappt, dass ich genau das gedacht habe. Es fühlt sich wie eine große Sache an. Es fühlt sich so an, als ob sich dieses Problem über den ganzen Planeten ausgebreitet hätte. Es fühlt sich an, als ob es etwas wäre, das für mich schwierig zu bewältigen ist. Aber wir haben jetzt gerade nach 10 Jahren Lamrim-Studien soeben den Pfad für Menschen mit hohem Motiv betreten. Wir werden diese Studien mit dem Konzept von Bodhicitta eröffnen. Was ist Bodhicitta? Es bedeutet nicht erleuchteter Geist. Vergiss diese schlechte Übersetzung, diese unglaublich schlechte Übersetzung. Es ist der Wunsch, ich möge ein Buddha werden, um unzähligen Lebewesen zu helfen. Es gibt eine direkte Erfahrung davon, in derselben Art, wie es eine direkte Erfahrung von Leerheit gibt. Sie sind parallele Erfahrungen, die wir in diesem Leben erreichen müssen. Und nochmal, du solltest dabei in Meditation sein. Wir beschreiben eine außergewöhnliche, wie sollen wir das nennen? Durchbruch? Eine Schwellenerfahrung, wobei du dich in einem tiefen Zustand der Meditation befindest, weil Zeit und Raum von Samen kommt, kannst du, wenn du mit Samen umgehen kannst, Zeit und Raum kollabieren lassen. In einer Meditation, die nicht länger als eine halbe Stunde dauert, du könntest tatsächlich jede Person im Universum besuchen, einschließlich Tiere und Insekten und Vögel und Fische. Du könntest mit jedem Einzelnen individuell kommunizieren, innerhalb einer halben Stunde. Jedem Einzelnen gegenüber könntest du eine Verpflichtung eingehen. Du triffst sie und siehst, dass jedes Einzelne leidet. Jedes Einzelne hat ein schwieriges Leben und sorgt sich um die Zukunft. Du könntest zu jedem Einzelnen gehen und sagen, ich habe es im Griff, immer mit der Ruhe. Als ich an der Uni war, habe ich ein Stipendium bekommen. Sie haben gesagt, ich müsse dafür ein paar Stunden pro Woche arbeiten. Aber es hat sich herausgestellt, dass es 30 Stunden pro Woche waren. Ich musste einen Lastwagen fahren. Eigentlich haben sie mich zuerst in eine Cafeteria gesteckt und gesagt, dass ich den Boden in der Cafeteria wischen soll. Ich habe innerhalb von 10 Stunden gekündigt. Ich habe am ersten Tag gekündigt. Dann sagten sie, ich könne einen Lastwagen fahren. Ich sagte, das macht Spaß. Ich werde einen Lastwagen fahren. Ich fuhr den Lastwagen 5 Jahre lang. Es gab da diesen Mann, einen festangestellten Universitätsmitarbeiter namens Big John. Sein Name war Big John. Er war ein Pole, 1,90 groß, ein riesiger Kerl. Alle hatten Angst vor ihm, wenn sie ihn sahen, aber er war wirklich zauberhaft. Er hat Donuts zur Arbeit mitgebracht und er war aus Trenton, New Jersey. Er hat die freundlichsten Dinge für uns getan und er hat uns gedeckt. Einmal haben wir einen Truck zerlegt. Wir sind mit dem Lastwagen an einen Baum gefahren und haben ihn in 2 Hälften zerlegt. Und er hat uns gedeckt. Oh, diese Schrauben waren nicht fest. Ich weiß nicht, was passiert ist. Der Lastwagen ist auseinandergebrochen. Es ist nicht ihre Schuld. Gib diesen jungen Männern nicht die Schuld. Alles, was sie getan haben, ist, ihn zu fahren. Dann hat er uns zugeblinzelt und gesagt, ich habe euch gedeckt, ich habe euch Burschen gedeckt. Ich denke immer an ihn, wenn ich über Bodhicitta nachdenke. Du wirst also jedes Lebewesen im Universum direkt treffen und du wirst sagen, Big John hat dich gedeckt. Ich kümmere mich um dich.
Sorge dich nicht. Mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich um dich. Das ist Bodhicitta. Du solltest diese Erfahrung machen. Du solltest für diese Erfahrung arbeiten. Du musst meditieren, du musst Bodhicitta studieren, du musst das Lamrim über Bodhicitta studieren. Du musst all diese Schritte gehen, dich selbst mit anderen austauschen. Eines Tages wirst du diese Erfahrung machen und jedes Lebewesen treffen. Du wirst zu ihnen sagen, ich kümmere mich um dich. Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich um dich. Big Mike kümmert sich um dich oder Big Tim oder Big Seiji. Mach dir keine Sorgen, mach dir keinen Stress, ich bin dran. Genauso fühlt es sich an. Es ist eine persönliche Verpflichtung. Wieso sprechen wir darüber? Du wirst das in unzähligen Welten machen. Wenn du es tust, an dem Tag, an dem du es tust, wirst du es in unzähligen Welten tun. Eine Handlung, welche eine direkte Verpflichtung gegenüber allen lebenden Kreaturen in unzähligen Welten ist, hat keine Probleme damit, sich um ein einzelnes Virus auf einer einzigen Welt zu kümmern. Das ist nichts. Ein Virus, das 7 oder 8 Milliarden Menschen bedroht, ist nichts im Vergleich zu Bodhicitta. Wir haben gesagt, wenn du Ketchup auf dein Hemd schüttest und dieses Hemd in die Sonnenmitte bringst, wo das 15 Millionen Grad Celsius heiß ist, dann wird der Ketchupfleck wahrscheinlich verschwinden. Dann wirst du dir wahrscheinlich keine Sorgen mehr um den Ketchupfleck machen müssen. Arbeite an deinem Bodhicitta und du wirst das Virus zerstören. Ganz nebenbei, ganz zufällig. Keine große Sache. Nächstes Bild. Experimentiere nicht mit anderen Wegen. Lerne Bodhicitta, lerne diese Erfahrung zu haben. Verschwende deine Zeit nicht. Konzentriere dich nicht auf andere Dinge. Konzentriere dich auf Bodhicitta, dann musst du die Dinge nicht doppelt machen. Wir haben darüber gesprochen, Dinge doppelt zu machen. Diese Frau hat es eilig. Sie sagt, ich habe keine Zeit für dieses Bodhicitta-Zeug. Ich werde direkt ins Tantra gehen. Du wirst trotzdem zurückkommen müssen, um das nachzuholen, was du vergessen hast. Und das ist Bodhicitta. Arbeite zuerst an deinem Bodhicitta. Dann musst du nicht wieder nach Hause fahren und das Bodhicitta abholen und zurückkommen. Dann kommt ein radikales Beispiel auf dem nächsten Bild. Es ist schwierig, sich an dieses Bild zu erinnern. Ich gebe dir einen Moment, um darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Es ist kompliziert. Eine Gruppe von 60 Männern und Frauen stand kurz davor, Nirvana zu erreichen. Durch das direkte Sehen der Leerheit, aber ohne Bodhicitta, also das untere Nirvana. Manjushri taucht auf und unterweist sie in Bodhicitta. Vielleicht hat er diese Erfahrung gelehrt, über die wir gerade gesprochen haben. Sie alle waren von Manjushri genervt. Sie sagten, verschwende nicht unsere Zeit. Wir stehen kurz vor dem Nirvana, wir können es fühlen, wir können es schmecken. Wir alle haben die Leerheit schon gesehen. Verschwende nicht unsere Zeit. Weil sie die Unterweisung zu Bodhicitta nicht respektiert hatten, landeten sie alle in der Hölle. Sie haben das Nirvana nicht erreicht. Sie stürzten in die Höllenreiche. Aber dort haben sie es im Feuer abgeleistet und sind nach vielen Millionen Jahren wieder Menschen geworden. Tief in ihrem Inneren war diese Unterweisung, die Manjushri ihnen zu Bodhicitta gegeben hatte, noch da und sie erinnerten sich daran, sie wurden Bodhisattvas und sie wurden Buddhas. Und das nimmt immer noch weniger Zeit in Anspruch, als wenn sie in ein niederes Nirvana gegangen wären, ohne Bodhicitta zu studieren. Es ist schneller, in die Hölle zu fahren und zurückzukommen und mit Bodhicitta wieder von vorne anzufangen, als wenn du nicht Bodhicitta praktizierst und in ein niederes Nirvana gehen würdest. Auf diesem Bild schickt jemand eine Frau absichtlich in die falsche Richtung. Die Frau fragt, wo ist die Schnellstraße, die zu dem Geschäft führt, das ich besuchen möchte? Der Mann weiß,
dass Stau auf der Schnellstraße ist. Er sagt zu ihr, fahren Sie nicht in den Stau, fahren Sie in die andere Richtung. Aber sie beharrt darauf, nein, sagen Sie mir, wo die Schnellstraße ist, die ich will. Also lügt er sie an und sagt, fahren Sie so. Er zeigt ihr den langen Weg, den er ihr ohnehin vorschlagen wollte. Dies ist eine Geschichte über geschicktes Wirken. Nächstes Bild. Hier wärmen sich zwei Personen vor dem Rennen auf. Normalerweise verwenden wir dieses Bild. Wofür? Erinnert ihr euch daran? Für eine Atemmeditation. Gewöhnlich sagen wir, dass die Atemmeditation nur ein Aufwärmen ist. Denkt nicht, es wäre schon das Rennen. Bei den Olympischen Spielen gibt es keinen Wettbewerb für das Stretching vor dem Rennen. So etwas gibt es nicht. Man bekommt keine Goldmedaille für Stretching. Aber hier handelt es sich nicht um eine Atemmeditation. Wir sprechen darüber, dass es gut ist, die drei Hauptwege in der richtigen Reihenfolge zu gehen. Traurig sein über den Zustand dieser Welt, hart arbeiten, um diese Bodhicitta-Erfahrung direkt zu machen und Leerheit sehen, damit du allen helfen kannst. Wärme dich auf mit diesem ersten Gefühl der Traurigkeit über dieses Leben. Nächstes Bild. Wir sind fast fertig. Ich glaube, wir sind fast fertig. Sind wir bald soweit? Noch nicht. Erinnerst du dich an diese drei? Sie sind eine sehr lausige Band. Ich vermute, du kennst sie aus Einkaufszentren, wo sie schlechte Lieder singen. Man nennt sie Vorgruppe. Die Stufen des Pfades derer mit niedriger Motivation eine höhere Wiedergeburt erlangen wollen, die Stufen des Pfades derer mit mittlerer Motivation gar nicht mehr in diese Welt zurückkehren wollen und dann die Stufen des Pfades derer mit höchster Motivation. Die beiden Ebenen sind nur die Vorgruppe. Und das dritte ist die Hauptsache, Bodhicitta erlangen. Was ist über Bodhicitta? Es gibt 6 Vollendungen. Schaut. Stufen auf dem Pfad, um deinen Allerwertesten aus den unteren Höllen herauszuhalten. Stufen auf dem Pfad, um zu Nirvana zu gelangen. Und dann Bodhicitta, diese Erfahrung, wo du jedem Lebewesen begegnest und die Verpflichtung eingehst, ich werde mich um dich kümmern. Und hier oben sind dann die 6, auf Chinesisch bedeutet das 6. Hier oben sind die 6 Vollendungen. Was davon ist nun die wahre Sache? Was davon ist die Hauptgruppe? Was davon ist nur die Vorgruppe? Die 2 unteren, das untere Nirvana, die sind ganz offensichtlich keine große Sache. Aber das Spannende ist, gemäß Paponka Rinpoche, dass diese Erfahrung mit jedem Lebewesen die Hauptgruppe ist. Ich möchte, dass du dich darauf konzentrierst. Ich möchte, dass du versuchst, diese Erfahrung zu machen. Wenn du diese Erfahrung gemacht hast, können wir über die 6 Vollendungen sprechen, einschließlich Nummer 6, Leerheit sehen. Darüber sprechen wir später. Kommt schon, Leute. Ich möchte, dass ihr euch darauf konzentriert, diese Erfahrung zu machen. Übrigens, eine gute Möglichkeit, diese Erfahrung zu machen, besteht darin, sich diese Erfahrung vorzustellen und der Beschreibung dieser Erfahrung zuzuhören. Tue so, als ob du es kannst und tue weiter so. Mach weiter so. Es fühlt sich an wie am Spielautomaten. Ja, ich denke, es fühlt sich an wie am Spielautomaten. Wenn du den Hebel an einem Spielautomaten ziehst, laufen diese Bildchen durch. Kirschen und andere Dinge. Nicht, dass ich jemals an einem Spielautomaten gespielt hätte. Naja, einmal mit meinem Vater. Man zieht am Hebel und dann laufen diese Bildräder ab. Stell dir einfach vor, dass dort das Gesicht deiner Mutter auftaucht und du sagst, Mama, du siehst besorgt aus. Sie sagt, ja, ich sorge mich um mein Leben. Du sagst, mach dir keine Sorgen. Big John kümmert sich um dich. Bleib ruhig, ich habe das im Griff. Ich bin dran. Dann taucht das Gesicht deines Vaters auf. Nicht nur einfach das Bild, sondern die ganze Person. So fühlt es sich in der Meditation an. Versuche es dir vorzustellen. Versuche es zu üben. Das wird dann die echte Sache auslösen.
Das wird die echte Sache auslesen. Stell dir die Leute vor, einen nach dem anderen. Schau, wie sie sich fühlen. Verpflichte dich. Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich um dich. Ich bin dran. Dann verschwindet diese Person und du stellst dir die nächste vor. Übe auf diese Weise. Stell dir 5 oder 6 Personen vor. Es wird schneller gehen, denn die Zeit wird sich ändern. Pabonka Rinpoche sagt, das ist die Hauptgruppe. Das sind die Rolling Stones. Der Rest sind nur neue Bands, die nicht sehr gut sind. Wer kommt zum Schluss? Gibt es eine Schlussgruppe? Normalerweise nicht. Am Schluss gehen wir einfach alle aus dem Stadion. Mach dir keine Gedanken darüber. Jetzt kommen wir zu den 10 coolen Dingen, wenn man Bodhicitta erlangt. In diesem Lamrim werden wir nur das erste davon schaffen. Die erste coole Sache, wenn man Bodhicitta erlangt, ist, wenn du ein Streber warst und in der Schule Tennis gelernt hast, weil dein Traum war, es ins Team zu schaffen, dann nächstes Bild. Nein, nicht das. Okay, hier ist Geshe Michael in der Mitte. In der oberen Reihe, nicht die sonderbaren Typen hinten. Dann kannst du im Team spielen und es ist cool, im Bodhisattva-Team zu sein. Streng dich an, es in dieses Team zu schaffen. Es ist so cool, in diesem Team zu sein. Denn dieses Team reicht über das ganze Universum. Alle coolen Leute im gesamten Universum gehören dazu. Es ist toll, Teil dieses Teams zu sein. Es ist zauberhaft. Das war der erste Nutzen von Bodhicitta. Das nächste Bild. Hier besucht jemand ein Kunstmuseum. Er spricht über die 2 Ebenen von Tantra. Erste Ebene, Engel treffen. Zweite Ebene, von ihnen lernen, wie du ein Engel wirst und selbst ein Engel werden. Und auf der ersten Ebene geht es darum, dass wir tatsächlich echte Engel treffen, als Person. Es ist eben nicht so, als würde man in einem Kunstmuseum eine Statue oder ein Tanka einer Person betrachten, sondern man trifft die Person direkt und das ist etwas völlig anderes. Wenn du versuchst, Tantra zu praktizieren, ohne diese Bodhicitta-Erfahrung, dann wird es so sein, als würdest du nur Bilder von Buddhas betrachten, anstatt die Buddhas zu treffen. Sie reden nicht gerne mit Menschen, die kein Bodhicitta haben. Sie sind lieber in der Nähe von Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben. Streng dich an, diese Erfahrung zu machen. Dann wird Tantra für dich funktionieren. Wenn du diese Erfahrung jedoch nicht machst, wird Tantra schwierig für dich sein. Es wird so sein, als würdest du lediglich Bilder von Buddhas betrachten, anstatt Zeit mit den echten Buddhas zu verbringen. Nächstes Bild. Wenn du versuchst, Tantra ohne Bodhicitta zu praktizieren, kann das zu üblen Ergebnissen führen. Wir haben gesprochen über den ersten Atomtest der Neuzeit. Die Wissenschaftler gestanden ein, dass jene Explosion die ganze Welt in Brand setzen könnte. Sie wollten eine coole Sache ausprobieren, aber sie gingen das Risiko einer gewaltigen Katastrophe ein. Genauso ist Tantra ohne Bodhicitta, als würde man rein zufällig den gesamten Himmel in Flammen setzen. Du wirst es versauen. Das nächste Bild. Selbst kleine, neutrale Karmas werden kraftvoll bei einer Person, die Bodhicitta hat. Eine Person mit Bodhicitta kann einen Vogel füttern, ein Gebet dazu sprechen und damit Millionen Menschen erreichen. Solche Menschen haben diese Macht. Das nächste Bild. Selbst kleine schlechte Taten, zum Beispiel ein Pommes stehlen, um einen Vogel damit zu füttern, können kraftvoll sein, wenn ein Bodhisattva es tut. Aber es ist eine gefährliche Praxis. Wir sind nicht auf diesem Niveau. Wir sind nicht auf diesem Niveau. Wir sind nicht auf diesem Niveau. Hast du das gehört? Nein. Und wir hatten ein Bild von einem Fugu-Fisch. Manche Machos in Japan essen diesen Fisch.
Er enthält hochgiftige Teile, die dich auf der Stelle töten können. Jedes Jahr sterben so 50 Menschen in Japan. Aber trotzdem gehen immer noch Menschen dafür ins Restaurant. Um diesen Fisch im Restaurant servieren zu dürfen, brauchst du ein 3-jähriges Spezialtraining, damit du niemanden umbringst. Genauso ist es, wenn man ein Pommes stiehlt, um einen Vogel damit zu füttern, weil du dem Vogel helfen willst. Auf diesem Level sind wir noch nicht. Iss keinen Fugufisch, wenn du nicht dafür ausgebildet bist. Dann hatten wir dieses hübsche Bild von Nick und Erin mit ihrer Chefin, Amelie. Hallo Amelie. Amelie steht für den Buddha und Nick steht für den Vater, Bodhicitta, und Erin steht für Weisheit, die direkte Erfahrung der Leerheit. Und auf bestimmte Weise, weiß ich nicht genau, wie dieser Glaube in Asien dazu ist, aber auf bestimmte Weise ist der Vater unersetzlich. Da ist etwas Besonderes am Vater. Ich weiß nicht genau was, aber trotzdem. Leerheit kannst du auf verschiedenen Ebenen sehen, auf allen 3 Wegen. Aber für Bodhicitta musst du ein spezieller Mensch sein. Du kannst Bodhicitta nur auf dem höchsten Weg sehen. Es definiert dich als Person auf den höheren Weg. Und du brauchst beide, um dein Baby zu bekommen. Buddhaschaft. Das nächste Bild. Wir haben gesagt, was Tim heute korrekt identifiziert hat. Was ist deine Hauptpraxis? Welche Sache ist gerade jetzt in deinem Leben am wichtigsten? Bis zum nächsten Lamrim, dem Medizin-Buddha Lamrim, im Oktober, möchte ich, dass Folgendes deine Hauptpraxis ist. Versuch jene Erfahrung zu machen, wo du zahllose Wesen triffst. Versuch jene Erfahrung zu machen. Es ist egal, ob du stundenlang da sitzt und nichts passiert. Versuch es einfach. Tu so, als ob. Mach das in deinem Geist bis zum nächsten Lamrim. Machen wir diesen Deal. Mach dies zu deiner Hauptpraxis. Das nächste Bild. Wenn jede Praxis nicht so wichtig wäre, dann hätte einer der größten Buddhas aller Zeiten, Lord Atisha, nicht 13 Monate auf See und der Einsatz seines Lebens verbracht, um die Unterweisung zu Bodhicitta zu bekommen, die du gerade erhalten hast in diesem Video. Und du musstest dafür nicht mal irgendwo hinfahren. Wenn Atisha fand, dass diese Praxis das Risiko von 13 Monaten auf See in einem winzigen Schiff auf dem Pazifik und dem Indischen Ozean wert war, dann ist sie womöglich wichtig. Vielleicht ist sie es wert. Das nächste Bild. Ich persönlich finde, die dümmste Sache, die du tun kannst, ist, nach Paris zu fahren und dort kein Croissant zu probieren. Das ist meine Meinung. Vielleicht gibt es auch noch andere dumme Dinge, die du in deinem Leben tun kannst. Aber das ist definitiv das Dümmste, nach Paris fahren und nicht in eine Boulangerie zu gehen. Oder zumindest eine Crepe zu probieren. An einem Straßenstand. Mit dieser Schokoladesache. Nutella, genau. Iss bloß kein Nutella-Crepe. Fahr nach Paris und iss dort kein Nutella-Crepe. Das beweist dann, dass du verrückt bist. Wenn du das Lamrim studierst, wenn du es bis hierher im Lamrim geschafft hast, und Geshe-la lehrt es jetzt seit 10 Jahren, und du es endlich bis zum Croissant geschafft hast, zur Bodhicitta-Erfahrung, dann sei nicht verrückt und verlasse Paris nicht, ohne es gegessen zu haben. Verlasse das Lamrim nicht, ohne diese Erfahrung gemacht zu haben. Du wärst ein Idiot. Wir sind am Ende angelangt mit einem Croissant. Ich denke, du möchtest noch etwas präsentieren? Nein? Ich habe gedacht, da ist ein Croissant in dieser Tüte. Tim Lowenhaupt macht jetzt eine offizielle Präsentation an Geshe-la, meine Bezahlung. Oh, es ist ein Pande. Wie sagst du dazu? Wie heißt es? Pande Schokolade. Hier, teile es auf in 3 Teile. Und gib mir alle 3. Nein,
natürlich nur einen. Ich habe Pain de Chocolat bekommen. So etwas gibst du deinem Lehrer, wenn er oder sie dich in Bodhicitta unterweist. Machen wir einen Deal. Arbeite die nächsten paar Monate an dieser Erfahrung, mach das Widmungskapitel von Shantideva in deiner Meditation. Arbeite daran, diese Erfahrung zu machen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du zumindest die Samen für diese Erfahrung in deinem Geist pflanzt. Tu einfach, als ob. Setz dich hin und entwickle eine Fantasie dazu. Fantasien entwickeln ist eine gute Meditation. Stell dir vor, du hättest diese Erfahrung gemacht, wo du eins nach dem anderen jedes Lebewesen triffst und dich persönlich verpflichtest gegenüber jedem Einzelnen, dich um sie zu kümmern, auf ultimative Weise. Wir sehen uns im nächsten Lamrim, wo es um den Medizin-Buddha gehen wird. Hurra!